Hallo, wir waren vor circa 2,5 Monaten in Göttingen beim DLR mit der AKX und haben dort den Standschwingversuch gemacht. Im Moment beschäftigen wir uns relativ viel mit der Aeroelastik. Das ist ein Gebiet, was sich zusammensetzt aus der Strömung und der Struktur, also dem Flugzeug als Festkörper, und das untersucht die Interaktion von diesen beiden Teilgebieten. Ein ganz besonderes Phänomen, was da auftreten kann, ist das Flattern, bei dem im Flug Schwingungen auftreten können, die durch aerodynamische Kräfte induziert werden können, angefacht werden können. Und das kann dazu führen, dass da relativ schnell sehr große Amplituden auftreten, die dann im Prinzip zur Zerstörung des Flugzeugs führen können. Das Ganze kann man sich so ein bisschen umgekehrt vorstellen wie den Vogelschlag, bei dem der Vogel ja versucht, durch seine Muskelkraft Energie in die Strömung zu bringen, aus seinem Körper heraus. Und genau das Gleiche tritt bei uns umgekehrt auf, dass aus der Luft, aus der Strömung Energie auf die Struktur übertragen wird und so dort die Schwingungen angefacht werden. Was bei uns natürlich nicht gewollt ist, beim Vogel allerdings schon. Die Aeroelastik oder das Flattern insbesondere funktioniert dabei so, dass es ein Zusammenwirken gibt aus den aerodynamischen Kräften, die dadurch kommen, dass man die Struktur auslenkt, deformiert und dabei aerodynamische Kräfte eben induziert werden, den elastischen Kräften, die dadurch auftreten, dass die Struktur deformiert wird und dann Spannungen in dem Material sind, die dazu führen, dass dort Kräfte auftreten, die das immer wieder zurücklenken wollen. Und dann hat man noch die Trägheitskräfte, die durch die Masse kommen, die einfach in Bewegung ist. Genau, diese drei Kräfte stehen dabei im dynamischen Gleichgewicht. Und es ist ersichtlich, dass das insbesondere bei Strukturen, die sehr leicht sind, also geringe Massenträgheit haben und sehr hoch gestreckt sind, also sehr lang sind, aber verhältnismäßig dünn sind, ein Problem darstellt. Das ist auch ein Problem, was nicht nur bei Flugzeugen stattfindet, sondern auch bei zum Beispiel Gebäuden wie Brücken. Ein ganz prominentes Beispiel dafür ist die Tacoma Bridge, die auch aufgrund eines Flatterfalls sich so sehr aufgeschwungen hat, dass sie dabei zu Bruch gegangen ist. Für alle, die schon länger unserem Kanal folgen, die werden sich vielleicht erinnern, dass vor ein paar Jahren wir schon mal einen Standschwingversuch gemacht haben. Der Grund dahinter ist, dass wir für die Auslegung für den tatsächlichen Prototypen erstmal so ein bisschen eine Idee dafür bekommen mussten, wie sehen die Schwingungsformen aus, ist das realistisch so, wie wir uns das vorstellen. Und das heißt, man hat erstmal diesen Standschwingversuch für das Modell gemacht und daraus dann ein Modell aufgebaut, mit dem wir dann den tatsächlichen Prototypen auslegen konnten. Und genau anhand dieses Modells wurde dann die finale Auslegung gemacht. Und jetzt, wo wir fast fertig sind mit dem Bau, müssen wir natürlich schauen, dass das, was unser Modell da gesagt hat, auch der Realität entspricht. Für alle, die sich ein bisschen mehr für das Thema interessieren, da gibt es auch noch ein Paper von der Person, die das damals die Auslegung von dem Prototypen gemacht hat. Den Link dazu findet ihr in den Kommentaren. Und wie wir das letztendlich gemacht haben, dass wir die Steifigkeitsinformationen und eben die Massenträgheitsinformationen von dem Flugzeug eben bestimmen konnten, war, wir haben ganz viele Sensoren auf die Tragflächen und die anderen Strukturbauteile geklebt und dann mit sogenannten Shakern eine definierte Eingabe in die Struktur gegeben und dann geschaut, wie verhält sich das Flugzeug auf bestimmte Anregungen bei bestimmten Frequenzen. Und dadurch konnten wir eben rausrechnen oder die Eigenfrequenzen von dem Flugzeug bestimmen. Und dadurch, dass wir das Ganze dann noch über die ganze Tragfläche verteilt haben, konnten wir nicht nur die Frequenz bestimmen, sondern auch die Form, die diese Schwingung eben hat. Zum Beispiel, dass die äußeren Tragflächen hochgehen und dann innen in den Tragflächen das Ganze eben nach unten schwingt und das halt quasi so sich abwechselt. Das Ganze haben wir in verschiedenen Verfahren gemacht. Zunächst haben wir erstmal einen Random-Lauf darüber laufen lassen, um die Frequenzen erstmal so grob zu bestimmen. Und in dann weiteren Versuchen haben wir noch die Frequenzen versucht genauer zu bestimmen, indem man genau an diesen Frequenzen dann eben nochmal anregt, um nochmal mehr Messpunkte bei den tatsächlichen Schwingungsfrequenzen zu haben und genauer die Frequenz bestimmen zu können, um eben genau nicht nur so eine grobe Idee zu haben, welche Frequenz hat jetzt wirklich diese Schwingung, sondern die genaue Frequenz bestimmen zu können.
Das Ganze haben wir dann natürlich auch noch für verschiedene Konfigurationen von dem Flugzeug gemacht. Einmal mit der Steuerung fest, um quasi das Flugzeug als Ganzes zu betrachten zu können. Dann einmal mit loser Steuerung, bei der wir dann angeschaut haben, wie reagieren denn die Steuerflächen auf Schwingungen und welche Übertragungen gibt es da in der Steuerung. Und dann noch eine dritte Konfiguration, bei der wir den ganzen Flieger dann noch mit vollgefülltem Wasserballast und fester Steuerung getestet haben. Das heißt, wir können jetzt über die verschiedenen Betriebspunkte im Flugzeug eben sagen, dass auch über alle von diesen Betriebspunkten eben kein Flatterfall auftreten wird. Jetzt haben wir nicht nur aus Interesse, weil wir es spannend finden, wie sich dieses Modell wirklich dann zum echten Flugzeug verhält, den Standschwingversuch gemacht, sondern wir müssen auch für die Zulassung nachweisen, dass das Flugzeug eben keine solchen Flatterfälle aufweist in dem Geschwindigkeitsbereich, mit dem man dann tatsächlich fliegen wird. Dafür ist zunächst der erste Schritt eben dieser Standschwingversuch und dann tatsächlich noch Flugversuche, bei denen man nachweisen muss, dass man eben keine Schwingungen in dem Geschwindigkeitsbereich hat, in dem man fliegt. Bei der AKX haben wir einen ganz besonderen Flatterfall, dadurch, dass wir diese spezielle Konfiguration haben, bei der eben der lange Rumpf fehlt und auch das Leitwerk fehlt, was beides einen relativ großen Hebelarm zum Schwerpunkt hat, der etwa in der Mitte der Tragflächen liegt. Und das sorgt dafür, dass wir eine relativ geringe Drehträgheit um die Nickachse haben. Das ist die Achse, wo das Flugzeug rumrotiert, wenn es diese Bewegung hier ausführt. Und das führt dazu, dass die Frequenz von dieser Schwingung, wenn das Flugzeug eben diese Bewegung macht, relativ hoch ist. Das weitere Besondere an dieser Nickbewegung ist, dass die Frequenz nicht konstant ist über den Fluggeschwindigkeitsbereich, sondern zunimmt. Das heißt, je schneller das Flugzeug fliegt, desto schneller wird diese Nickbewegung des Flugzeugs ausgeführt. Das kann bei einer gewissen Geschwindigkeit mit einer anderen Schwingungen koppeln, nämlich der Flügelbiegeschwingung. Dabei schwingen die Tragflächenenden nach oben und unten, symmetrisch. Und das ist eigentlich bei fast jedem Flugzeug die erste elastische Schwingung, die auftritt, weil sie eben die niederfrequenteste ist. Diese Schwingung ist soweit erstmal normal. Die Frequenz dieser Schwingung über den Geschwindigkeitsbereich fällt langsam ab. Das ist auch normal, das ist bei jedem Flugzeug so. Dadurch, dass die andere so rasant ansteigt, und die AKX durch ihre starke Rückfeilung, also das Zurückbiegen der Tragflächen, immer noch bei dieser Flügelbiegeschwingung, wo die Tragflächen hoch und runter schwingen, auch Nickanteile mit hat, also da immer eine Nicken mit drin hat, kann das dazu führen, dass diese beiden Moden, diese beiden Schwingungsformen bei einer gewissen Geschwindigkeit, bei einer gewissen Frequenz, die dann erreicht ist, Energie miteinander austauschen. Und das sorgt natürlich dafür, dass dort erhöhtes Flatterrisiko besteht. Und das ist im Prinzip der Flatterfall, der für uns limitierend ist. Das ist immer so, dass dieses Flattern bei Nurflüglern dieser Konfiguration auftritt. Das nennt sich Body Freedom Flutter und kann darüber eingedämmt werden, dass man entweder die Drehträgheit des Flugzeugs ändert. Das kann man im Prinzip über die Massenverteilung, weil da schwingt das Flugzeug als Starkkörper. Oder man versucht, die Frequenz von dieser Flügelbiegeschwingung, wo die Tragflächen hoch und runter schwingen, zu ändern. Und das kann man machen, indem man die Steifigkeit des Flügels anpasst. Das wurde ja vor uns schon erwähnt, dass man das in der Vorauslegung betrachtet hat. Und dort hat man eben versucht, den Flügel auf Steifigkeit auszulegen, besonders steif zu machen. Und das hat jetzt dazu geführt, dass wir diese erste Flügelbiegemode, also diese Schwingungsform, wo die Tragflächen nach oben und unten schwingen, bei 4,1 Hertz circa hat. Das ist etwa doppelt so hoch wie bei anderen Flugzeugen dieser Spannweite. Also haben wir einen sehr steifen Flügel und erhoffen uns davon, dass diese Kopplung dieser beiden Schwingungsformen erst bei einer sehr hohen Geschwindigkeit auftritt und wir somit schneller fliegen können. Im nächsten Schritt geht es darum, dass man das mathematische Modell des Flugzeugs, das ist ein Finite-Elemente-Modell, was quasi die gesamte Struktur des Flugzeugs von ihren Eigenschaften, sowohl Masseneigenschaften als auch Steifigkeitseigenschaften, runterkondensiert auf die Eigenschaften von kleinen Balken, die miteinander verbunden sind und somit die Struktur
in eben diesen Eigenschaften widerspiegeln soll. Dieses Modell werden wir jetzt verfeinern und validieren. Das bedeutet, wir werden Schwingungsformen vergleichen mit den im Standschwingversuch gemessenen und werden an dem Modell so lange tunen, bis da die Eigenschaften sehr ähnlich sind. Wenn das Modell dann ausreichend gut angepasst ist, kann man damit die Flutter-Analyse machen, also die Verformungen, die das Modell hat, bei diesen Resonanzfällen übertragen auf ein aerodynamisches Modell. Das ist im Prinzip ein Gitter, was dann diese Verformungen an den bestimmten Verbindungen, an diesen Knotenpunkten übergeben bekommt. Und wenn man das dann bewegt, diese Bewegung von dem FE-Modell quasi einfach transferiert, kann man dann die aerodynamischen Kräfte berechnen und daraus kann man dann Rückschlüsse ziehen, ob die Schwingungen angefacht sind oder gedämpft sind. Ein weiterer Vorteil an dem Vorgehen mit dem Finite-Elemente-Modell ist auch, dass man sehr gut irgendwelche Variationen vollziehen kann und dann gucken kann, wie sich das auf die Flattergeschwindigkeit auswirkt. Zum Beispiel wollen wir untersuchen, wie sich die Flattergeschwindigkeit ändert oder was das für Effekte hat, wenn man den Gesamtschwerpunkt des Flugzeugs ändert, zum Beispiel wenn ein anderes Pilotengewicht verwendet wird oder wenn man die Rudermassen ausgleicht. Viele Änderungen können wir leider nicht mehr machen. Das Flugzeug ist ja schon gebaut und zum Beispiel solche Sachen, die ich vorher gesagt hatte, mit Erhöhung der Steifigkeit des Flügels sind jetzt zum Beispiel nicht mehr möglich, aber es gibt schon noch Modifikationen, die man machen kann und die wird man mit Hilfe des Finite-Elemente-Modells jetzt evaluieren. Dann steht natürlich zu guter Letzt an, das Ganze im Flugversuch zu untersuchen und die Vorarbeit und die Risikominimierung an der Stelle ist im Prinzip jetzt die Validierung mit dem FE-Modell. Tatsächlich machen wir die finalen Tests dann aber im Flugversuch, um dann die Flatterfreiheit für die Zulassung nachweisen zu können. Zu guter Letzt wollen wir uns natürlich noch bei dem DLR bedanken, insbesondere bei der Aeroelastic in Göttingen, wo wir den Versuch dort durchführen konnten und die uns da sehr tatkräftig auch bei der Auswertung unterstützen und ohne die Behandlung des gesamten Flutter-Problems einfach gar nicht möglich wäre. Also vielen Dank nochmal an dieser Stelle an das DLR.